Willkommen zu einer neuen Folge Kümmert Holz, mit dem heute häkeln wir dieses Korallen-Granny. Das ist wirklich wunderschön und total abstrakt und mit einem schönen Farbverlaufsgarn noch viel schöner. Ich habe die noch in anderen Farben gemacht und ja, ich finde das super schön. Auch von hinten sieht das Ganze wirklich sehr cool aus. Ich erkläre euch heute, wie das funktioniert und ich erkläre euch auch, wie ihr die Reihen größer macht und was ihr beachten müsst. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Video. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mir ein Like, ein Kommentar und ein Abo meines Handarbeit-Kanals freuen. Und jetzt viel Spaß und los geht's. Für deinen Korallen-Granny brauchst du nicht viel. Du brauchst Baumwollgarn. Ich verwende eins für das Gerüst und eins für das Muster. Dazu eignen sich wirklich gut schöne Farbverlaufsgarne. Du kannst es natürlich auch mit jedem Garn deiner Wahl machen. Eine Häkelnadel. Ich verwende hier die Klopernadel in der Stärke 2,5 und eine Schere. Wir starten jetzt mit dem Gerüst. Das kannst du natürlich individuell vergrößern, wie du möchtest. Und wir starten mit einer Anfangsschlaufe. Und ich mache jetzt ein Feld, was 9 mal 9 Felder groß ist. Und wie gesagt, du kannst es so groß machen, wie du möchtest. Jetzt schlagen wir insgesamt 27 Luftmaschen an. So 27. Und immer plus 5 Luftmaschen. Also jede Reihe immer plus 5 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt werden Stäbchen gehäkelt. In die 6. Masche einstechen. Und ein Stäbchen häkeln. Jetzt haben wir hier, die 3 Luftmaschen sind für die Höhe und die 2 Luftmaschen sind für den Zwischenraum. Jetzt wieder 2 Luftmaschen. Und das nächste Stäbchen häkeln. Abzählen. 1, 2. In die 3. Masche kommt das nächste Stäbchen. 1, 2 und Stäbchen. 1, 2, 3. Das machst du jetzt die komplette Reihe bis vorne hin. Und mein letztes, 1, 2, 3 und Stäbchen häkeln. So, jetzt haben wir die erste Reihe fertig. Es sind insgesamt 9 Kästchen. Und jetzt zeige ich euch noch die Reihe 2. Wir starten mit 5 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5. Wenden die Arbeit. Und jetzt werden über das Stäbchen der Vorrunde wieder Stäbchen mit 2 Luftmaschen gehäkelt. Also wirklich ganz einfach, brauche ich euch jetzt nicht weiter zeigen. Wenn ihr euer Gerüst fertig habt, das Einzige, was ihr euch merken müsst, ist am Reihenende immer die 5 Luftmaschen zu machen, damit ihr das erste Stäbchen ersetzt und die 2 Luftmaschen. Wenn ihr eure gewünschte Kästchengröße erreicht habt, dann sehen wir uns wieder und dann zeige ich euch, wie es mit dem Muster weitergeht. So, ich wollte euch jetzt nochmal das Reihenende zeigen und hier abzählen. 1, 2, 3. Ein Stäbchen und jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Arbeit wenden und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Und jetzt entlasse ich euch und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich bin jetzt an meinem letzten Viereck angekommen. 1, 2, 3. Häkle mein letztes Stäbchen. Schneide den Faden ab. Und fertig ist euer Gitter, damit wir jetzt unser Korallen-Granny beginnen können. So, ich suche mir jetzt hier unten rechts die Ecke aus. Und das Einzige, was ihr euch jetzt merken müsst, ist, dass ihr immer 4 Stäbchen häkeln müsst. Das war's. Und jetzt fangen wir hier unten an der Ecke an. Ich drehe das jetzt mal nach unten. Macht dort eine Anfangsschlaufe mit einer Kettmasche. Und dann häkeln wir 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Und jetzt häkeln wir 3 Stäbchen.
1, 2 und 3. Ziehen das mal ein bisschen rüber, weil wir müssen jetzt hier runter, also hier hin. Da kommen unsere nächsten 3 Stäbchen drum. 1, 2, 3. Häkle das lose Ende gleich mit ein. Drehe das Ganze wieder rum. Und jetzt haben wir hier schon 2 Seiten. An den Ecken müssen wir 2 Seiten behäkeln. Jetzt gehen wir hier zum nächsten Gitter. Und zwar hier das. Und das umhäkeln wir jetzt. Wieder 4 Stäbchen. 1, 2, 3 und 4. Keine Angst, das sieht schlimmer aus als es ist. Ihr könnt das immer schön in eurer Hand drehen. So, jetzt haben wir hier das seitliche Stäbchen gemacht. Jetzt gehen wir hier nach oben. Und zwar gehen wir jetzt hier zu dem oberen. Und dieses umhäkeln wir jetzt. Und hier auch wie immer 4 Stäbchen. Also eigentlich ändert sich nichts. Ihr müsst euch wirklich nur merken, 4 Stäbchen häkeln. Wenn ihr die erste Reihe fertig habt, wird es danach auch einfacher, versprochen. So, jetzt gehen wir wieder nach unten, Richtung Rand. Und schön darauf achten, dass die Stäbchen nebeneinander liegen, damit auch das umhäkelte Stäbchen schön verdeckt ist mit Muster. So. Jetzt sind wir wieder unten und unten geht es wieder zum Rand. Das heißt, hier ist wieder eure Randmasche. Und so macht ihr das im Wechsel immer weiter. Ich umhäkel das jetzt mal und dann zeige ich euch mal schnell auf meinem Stück Papier. Geht nämlich sehr gut mit liniertem Papier, das einzuzeichnen. Das könnt ihr natürlich auch von vornherein für euch einfach machen. So, jetzt seht ihr, wie von oben nach unten, wieder nach oben und wieder nach unten gehen. Und so macht ihr das jetzt im Wechsel die komplette Reihe weiter. Ich habe euch hier mal ein Kästchen eingezeichnet, wie wir jetzt vorgehen. Und zwar hier nach unten, hier nach unten, nach links, nach oben, nach links, nach unten, nach links, hoch. Und so macht ihr das jetzt schön im Wechsel. Und hier sind wir wieder an der Ecke, das heißt hier 4 Stäbchen, hier nach oben hin 4 Stäbchen. Ihr macht das jetzt also genauso in dieser Form weiter und an der Stelle sehen wir uns dann wieder und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Die unbehäkelten hier sind gar nicht schlimm, das Muster ist so dicht, man sieht es dann am Ende gar nicht mehr. Jetzt ist mir gerade aufgefallen, ich habe mich gerade gewundert, warum sie unten an der Ecke nicht aufgeht. Es ist immer wichtig, dass ihr eine Zahl nehmt, die nicht teilbar ist. Ich bin jetzt fertig mit meiner ersten Reihe und bin jetzt hier unten gelandet. Jetzt kommt, wartet mal, ich ziehe mir die Ecke ein bisschen zurecht. Und jetzt bin ich hier an der Seite nach unten und muss jetzt hier an der Ecke wieder meine 8 Stäbchen häkeln, weil wir haben die untere Seite und die Seite nach oben, deswegen 8 Stäbchen. So den losen Faden vom Braun wieder mit einhäkeln. Und für die erste Seite die 4 Stäbchen. 1, 2, 3 und 4. Und jetzt die zweite Seite, um in die nächste Reihe zu kommen. So, hier haben wir jetzt die erste Seite und ich halte es jetzt mal so rum, dann seht ihr es besser. Jetzt geht es in die zweite Reihe. Und das wird jetzt auch mit jeder Runde stabiler und einfacher für euch. Das heißt, wir gehen jetzt hier nach links, dann nach oben,
nach links, nach unten, hier den Mittelbalken wieder nach oben, nach links, runter und wieder hier in die Mitte. Und so macht ihr das jetzt einfach immer weiter. Ich zeichne euch das jetzt hier nochmal ein. Also, wir sind jetzt hier, haben jetzt die 8 gemacht. Jetzt geht ihr nach drüben. Und hier ist ja jetzt behäkelt, deswegen nach oben, nach rechts, nach unten. Wieder hier das zumachen, damit es hier eingeschlossener Kreis hat, wieder nach oben. Und ihr macht jetzt genau das Gegenteil eigentlich. Und hier seht ihr wieder, hier kommt ihr wieder nach oben am Ende. Und dann geht es wieder nach links, nach oben, nach rechts, nach unten. Und dann verschließt ihr das wieder in der nächsten Reihe. Und so könnt ihr das Reihe für Reihe machen, könnt ihr euch so auch abkreuzen. Wichtig ist, wenn ihr das vergrößern solltet, dann ist es wichtig, immer ungerade Zahlen nehmen, keine geraden Zahlen, sonst kommt ihr am Ende immer in der Reihe nicht in die nächste Reihe. Also ungerade Zahlen 9, 11, 13 und so weiter und so fort. Das heißt, ihr häkelt das jetzt einfach weiter bis zu eurem Reihenende und dann sehen wir uns nochmal wieder. Ich zeige es euch dann nochmal komplett, wenn es fertig ist. So, hier ist mein fertiges Korallen-Granny und ich finde das einfach nur wunderschön. Ich finde auch mit so einem Baumwollfarbverlauf sieht das noch viel schöner aus. Von hinten sieht es auch ganz witzig aus, muss ich ehrlich sagen. Und ja, ich wünsche jetzt viel Spaß beim Nachmachen. Und denkt dran, immer eine ungerade Kästchenzahl zu nehmen, damit ihr in die nächste Reihe kommt und euer Muster fortführen könnt. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mir ein Like, ein Kommi und ein Abo meines Handarbeit-Kanals freuen. Und jetzt bis zur nächsten Folge Kümmer Tutorials.